Thema heute wieder Lasern. Leute, ich habe hier einen 70 Watt Monster Diodenlaser in der Hand und wir wollen einfach mal anschauen, was so ein 70 Watt Laser alles kann. Echter Wahnsinn einfach nur. Leute, servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und ja, ihr habt es gerade eben richtig gehört. Wir schauen uns heute einen 70 Watt Diodenlaser an. Das ist der iQIYI K1 Pro Max mit, wie gesagt, 70 Watt Dioden-Lasermodul. Und natürlich schauen wir uns das dazugehörige Gehäuse mit Kamera, mit allem drum und dran, schauen wir uns einfach mal heute im Detail genauer an. Jetzt muss ich gleich mal am Anfang sagen, es ist ja nicht wirklich eine Neuentwicklung dieser 70 Watt Laser, die wir jetzt auf dem Markt gerade haben. Es sind zwar aktuell die stärksten auf dem Markt, also diese 70 Watt hier, aber im Endeffekt, ihr wisst es ja, wie das Ganze funktioniert. Vielleicht habt ihr euch schon mal ein bisschen informiert. Wir haben vor 2,5 Jahren, vor 3 Jahren mit 5,5 Watt angefangen und da war einfach ein Lasermodul verbaut und der hat dann praktisch diesen Laserpunkt gemacht. Dann kam 10 Watt raus, dann haben sie halt einfach 2 reingeklatscht und so weiter und so fort. Und so steigert sich das Ganze hoch. Der stärkste war ja nochmal der iQIYI 48 Watt, den wir auf dem Markt haben. Und jetzt dieses 70 Watt. Was haben wir da anders an den 70 Watt? Es ist ein riesen schwerer Eumel, muss ich sagen. Und das sind mittlerweile, jetzt haltet euch fest, 14 LED-Module verbaut, die über Spiegel einen Laserpunkt ergeben. In diesem Fall können wir das Ganze noch umschalten von 70 Watt bzw. auf 35 Watt abschalten. Dann werden halt nur 7 verwendet. Und so erzeugt praktisch dieser Laser über diese ganzen Spiegel diesen Laserpunkt. Ich würde es mal vorschlagen, ich bringe das Ganze hier jetzt mal zum Leuchten. Dann wollen wir uns mal das Gehäuse anschauen, wir wollen uns mal den Laser anschauen, was er wo hat und so weiter und so fort. Das Gehäuse könnte auch einige interessieren, denn dieses Gehäuse kann man auch einzeln kaufen und es passt an jedes K1 Modell. Zum Aufbau brauche ich euch ehrlich gesagt nichts sagen oder zeigen oder filmen, wie auch immer. Ganz ehrlich, der Laser ist innerhalb von 5 bis 10 Minuten fertig aufgebaut. Beim Gehäuse muss ich ehrlich gesagt zugeben, das dauert eine Weile länger. Also da habe ich mindestens eine Dreiviertelstunde gebraucht. Es sind wirklich viele Schräubchen dran, bis ich das Ganze dann noch verkabelt habe, weil wir müssen ja Strom anstecken und. Also das dauert dann schon eine Weile länger. Aber es ist definitiv machbar und die Bedienungsanleitung ist echt sehr, sehr gut erklärt. Also überhaupt kein Stress, da braucht ihr keine Angst haben. Ich würde sagen, wir starten mit dem Herzstück des Lasers und zwar mit dem 70 Watt Modul. Und ganz ehrlich, Leute, es ist ein Riesenäumel. Er wiegt auch stolze 1,3 Kilo, also das ist schon richtig heftig. Ihr seht gleich hier am Anfang den Umschalter zwischen 35 und 70 Watt, beziehungsweise 35 bis 39 Watt und 70 bis 77 Watt rein rechnerisch, also hier einfach umzuschalten. Hier oben seht ihr den Lufteinlass oder praktisch für den Kompressor, für den Air Assist, der dann praktisch hier unten dann mit in dieser Düse rauskommt. Wenn wir schon mal unten sind, diesen kleinen Metallstift hier hinten, das ist der Schalter, der Kontaktschalter für unseren Autofokus. Natürlich können wir das Ganze auch nicht mit Autofokus benutzen, das heißt, an diesem Rädchen braucht man einfach nur drehen und somit kann man dann praktisch den Laser hoch und runter fahren mit diesem Rädchen hier hinten. Ich habe ja auch gerade dieses Gewicht erwähnt von diesem Laserkopf, 1,3 Kilo. Das ist allerdings nur möglich, wirklich, dass wir auch Geschwindigkeiten fahren können, weil das ist echt ein stolzes Gewicht, was hier die Schienen tragen müssen. Und zwar kommen da nicht mal die normalen Schienen zum Einsatz, sondern wir haben hier auch eine Linearführung hier oben und zweimal eine Linearführung hier an der Seite. Der Laser ist ja schon im Gehäuse verbaut und zwar wollte ich den nicht nochmal auseinanderbauen. Der ist mit dem Gehäuse verschraubt, also beziehungsweise das Gehäuse schraubt man an den Laser dran. Das heißt, wir haben hier 4 Seiten zum Befestigen, also jeweils vorne und hinten 2 Winkel, wo man den Laser praktisch oder beziehungsweise das Gehäuse an den Laser schraubt. Ein weiterer Vorteil ist jetzt bei dem Gehäuse auch noch, dass man dieses Gehäuse auch fix verschrauben kann. Das sind dann nochmal 4 Bohrungen drin, wo man das Gehäuse praktisch auf eine Opferplatte fest verschrauben kann. Somit bewegt sich der Laser absolut gar nicht mehr auf dieser Opferplatte. Jetzt habe ich gerade noch was vergessen und zwar das Laserpositionierkreuz. Das seht ihr jetzt hier unten, ist schon an. Sollte das nicht ganz ausgerichtet sein, ist es überhaupt kein Stress bei diesem Modell das Ganze auszurichten. Und zwar müsst ihr einfach den Laser nochmal abbauen und mit dem Schraubenzieher lässt sich das wirklich einfach nur verdrehen, sollte es nicht im Winkel sein.
Die Laserpunktgröße wollte ich euch noch erwähnen, also nicht das Laserkreuz, sondern der Laserpunkt selber. Der liegt bei 70 Watt bei 0,15 mm mal 0,2 mm bei 70 Watt. Und deshalb ist es eher dann zum Schneiden gedacht und nicht zum Gravieren, weil das doch relativ groß ist. Und wir sind bei 35 Watt bei 0,1 mm mal 0,15 mm. Aber wir wollen einfach mal später im Test einfach mal anschauen, wie gut wir noch mit diesen 35 Watt gravieren können und wie detailreich wir da zum Beispiel auf Schiefer rauskommen. So, jetzt gibt es bei diesem Modell auch noch eine Änderung beim 70 Watt, und zwar müssen wir den verschieden hoch einstellen. Deshalb komme ich nochmal zum Autofokus zum Sprechen. Der Autofokus ist nur für die Gravur gedacht. Sprich, wenn ich jetzt einen Autofokus drücke, dann stellt sich der Laser auf 20 mm ein, denn es wird nämlich so ein Block hier mitgeliefert, ein Alu-Block, wo wir dann die Sachen einstellen können, je nachdem, was wir bearbeiten. Sprich, Autofokus funktioniert nur bei Gravur mit 20 mm. Wenn ihr aber schneidet, müsst ihr das Ganze dann per Hand einstellen. Das heißt, ihr müsst oben am Rädchen einfach nur mal ein bisschen drehen. Ist ja überhaupt kein Stress. Müsst das Werkstück drunter legen und stellt es einfach auf die gewisse Höhe ein, wie der Block ist. Und zwar 15 mm haben wir kleinere Sachen oder dünnere Sachen wie 20 mm. Und alles, was über 20 mm geht an Schnittleistung, müssen wir 8 mm einstellen. Das müsst ihr aber selber einfach mal ein bisschen ausprobieren, womit ihr die besten Werte erreicht oder Schnitttests erreicht. Hier vorne seht ihr das Touchpad, das magnetisch ist, das wir abnehmen können. Dieses Gehäuse oder die Gehäuseeinheit hängt hier draußen am Gehäuse dran oder beziehungsweise schaut das vorne raus. Wir haben den Ein- und Ausschalter, wir haben noch einen Schlüssel zum Absperren und wir können für Offline-Gravuren, können wir hier noch den USB-Stick einstecken. Das Neue daran an diesem Modell ist jetzt hier, dass wir einen Knopf für einen Autofokus haben. Das finde ich sehr, sehr gut, dass wir das nämlich nicht mehr am Lightburn machen müssen, sondern wir brauchen einfach nur hier draufdrücken und schon würde der Laser im Endeffekt den Autofokus ausführen. Hier unten, dieser kleine Stecke, das ist noch der Anschluss für den Kompressor, der dann automatisch gesteuert wird. Wir haben jetzt hier noch einen ganz normalen 24 Volt Anschluss und hier oben, das ist jetzt auch neu bei diesem Modell, weil wir haben echt viele Laserdioden, wir brauchen da ein bisschen mehr Power, deshalb haben wir hier noch einen extra Anschluss für 36 Volt. Also wir müssen einmal 36 Volt anstecken und einmal hier die 24 Volt. Gut, neu ist auch dieses riesen Netzteil, was wir dabei haben. Das ist wirklich, wird alles angesteckt von Gehäusebeleuchtung, von Laser. Die 36 Volt und die 24 Volt sind in einem. Ich habe die Kabel jetzt noch nicht wirklich aufgeräumt, aber dann können wir diese 24 Volt, da können wir dann das Ganze hier anstecken, da vorne anstecken und da haben wir noch einen Verbindungsstecker dabei mit Ein- und Ausschalter, wo wir dann praktisch noch die Beleuchtung anstecken können und noch zusätzlich diesen Lüfter, den wir ja im Gehäuse verbaut haben, auch noch anstecken können. Wie gesagt, der Air Assist, der Kompressor, ich sage immer Air Assist, ich weiß nicht warum, den müsst ihr einfach nur mit dem mitgelieferten Kabel an den Laser selber anstecken und schon wird er automatisch gesteuert. Jetzt schauen wir uns das Gehäuse natürlich auch nochmal an. Ihr seht es schon, es ist wirklich ein tolles Gehäuse. Wir haben hier Metall verbaut, also das ganze Schwarze ist Blech. Hier oben haben wir einen Sichtschutz verbaut, ein oranges Acryl, damit wir auch die Laserstrahlen, dass die ein bisschen abgehalten werden. Das ist auch schon mal ganz toll. Und hier oben, genau da seht ihr die Kamera, die da verbaut worden ist. Und wir haben natürlich jetzt auch noch eine schöne Beleuchtung, die ihr hier an der Seite einfach sehen könnt. Das ist zweiseitig, ist das Ganze mit LEDs beleuchtet. So, und zwar ist der Laser jetzt auch mit einer Sicherheit ausgestattet oder beziehungsweise das Gehäuse. Das sind diese kleinen Kontakte hier, diese kleinen Stifte. Und zwar gehen die hier auf zwei Kontaktschalter, einmal auf der Seite, einmal auf der Seite. Und das kann man dann unten anstecken am iKear. Da haben sich manche vielleicht schon mal gefragt, bei anderen Modellen, da ist noch ein Kabel übrig. Und an dieses übrige Kabel, was da unten ist am Laser, da können diese Kontakte angesteckt werden. Das heißt, sobald ich das Gehäuse öffne, geht der Laser gleich aus. Es ist eine Sicherheitsmaßnahme. Gut, dann schauen wir uns noch die Rückseite an. Ich habe jetzt hier noch meinen Adapter drauf für die Absaugung. Und zwar könnt ihr hier dann eure Absaugung oder euer Filtersystem einfach anschließen. Auf der Rückseite seht ihr die ganzen Ausgänge für den Anschluss für den Ventilator, Abluftventilator, für die Beleuchtung. Was ist das noch? Hier ist noch den Anschluss für die Kamera, der hier hinten auch rauskommt. Und natürlich den Schlauch für den Air Assist oder beziehungsweise für den Kompressor.
Rechts vorne haben wir noch die Zuluft, denn ein Gehäuse braucht eine Zuluft, sonst wird nämlich ein Vakuum gebildet. Es gibt so einige Leute, die behaupten, nee, das Ding muss absolut dicht sein. Nee, stimmt überhaupt nicht. Für die Leute, die es nicht glauben, nimmt einen Staubsauger, nimmt eine dichte Tüte und mal schauen, was passiert mit der Tüte. Und es ist genauso hier der Fall, wenn da nämlich keine Zuluft kommt, dann bildet sich da drin ein Vakuum und der Rauch wird überhaupt nicht mehr abgesaugt. Also ein Gehäuse muss atmen, damit der Rauch dann abgesaugt werden kann. So, zum Gehäuse muss ich auch noch mal was erwähnen, denn wer das Video vom X24 von Atomstack von mir gesehen hat, da hat der Kessler und wir haben da was konstruiert, dass wir das Gehäuse nach oben stellen können und einen Sichtschutz haben und einen Rauchabzug noch haben. Also schaut das mal einfach an, wenn es euch interessiert. Das haben wir hier leider nicht auf die Reihe bekommen, das Ganze zu konstruieren, das ging einfach zu schnell. Wer weiß, vielleicht kommt was, aber wir haben trotzdem Erhöhungsfüße. Das heißt, wir können dieses Gehäuse trotzdem nach oben bringen, damit wir einen Rotari reinbekommen. Weil aktuell ist es nicht der Fall, dass da hier noch ein Rotari reinpasst oder beziehungsweise ein Chuck. Doch für flache Sachen passt wahrscheinlich ein Rotari rein, aber ein Chuck passt definitiv nicht rein ins Gehäuse. Deshalb diese Erhöhungsfüße, aber ihr müsst dazu bedenken, wir haben dann wirklich hier den Sichtschutz ist dann wieder komplett weg und vor allem der Rauchabzug. Ich meine, Rauch steigt zwar nach oben und es wird dann hier abgesaugt, aber es kann trotzdem sein, dass dann einfach seitlich was rauskommt. Bedenkt es bitte. Natürlich werde ich euch unten alles in der Videobeschreibung verlinken, das ganze Gerät, auch das einzelne Gehäuse und. Da findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Ebenso die ganzen Dateien, die wir jetzt verwenden werden, Speed & Power Test, Schnitttest, alles mögliche, farbig lasern und auch das Koordinatensystem. Das findet ihr natürlich alles auf meiner Homepage zum kostenlosen Downloaden. Also Leute, und für die Leute, die immer wieder mal fragen, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, da schaut einfach mal durch und dort findet ihr den Link auf die Homepage. Oh mein Gott, jetzt kommt der wieder mit seiner scheiß Sicherheit. Ja Leute, das kommt bei mir in jedem Video, denn Thema Sicherheit ist mir einfach sehr, sehr wichtig. Wir haben hier zwar einige Sicherheitsfeatures verbaut, habe ich ganz vergessen zu erwähnen, er hat noch einen Feuersensor auch noch mit verbaut. Aber was bringt am Schluss ein Feuersensor, wenn zwar der Laser aus ist, aber das Ganze fängt dann an zu glimmen und zu glühen oder sonst irgendwas und das Ding fängt trotzdem noch an zu brennen. Dann ist zwar der Laser aus, aber das Ding fackelt trotzdem ab. Sprich, lasst euren Laser bitte nie unbeaufsichtigt. Das heißt, nicht einfach mal schnell lasern und mal 2 Stunden wegspringen. Da kann so viel passieren. Habt immer irgendwo einen Feuerlöscher parat, habe ich auch 2 Stück hier. Und dass ihr dann schnell eingreifen könnt, sollte irgendwas sein. Ebenso genauso die Abluft ist auch noch sehr, sehr wichtig. Also wirklich bringt die Luft nach draußen oder in ein Filtersystem rein und atmet diese Luft einfach nicht ein. Wer sich noch ein bisschen unsicher ist mit diesem Glas, der sollte sogar vielleicht dann einfach nochmal zusätzlich eine Schutzbrille aufsetzen. Denn das Glas, das filtert jetzt nicht zu 100% raus. Deshalb nehmt nochmal eine Schutzbrille zusätzlich. Wenn ihr auf den Laserstrahl drauf schaut, dann seid ihr definitiv auf der sicheren Seite. Leute, ich muss euch noch was Wichtiges zur Kamera erklären. Und zwar, ich werde euch nicht erklären in diesem Video, wie das funktioniert, die Kamera in Lightburn einzubinden, sondern da gibt es schon mal ein extra Video davon. Da habe ich es schon mal erklärt, wie das funktioniert. Das funktioniert da exakt genauso. Dieses Video werde ich euch hier oben einfach oder unten in der Videobeschreibung einfach nochmal verlinken. Da könnt ihr drauf schauen, wie das funktioniert. So, jetzt ist es ein Problem. Das muss ich aber erwähnen. Da kann aber jetzt nicht der Hersteller was dafür, sondern da kann Lightburn was dafür. Und zwar ist es so, ich muss ja meine Kamera auf eine gewisse Höhe einstellen. Das heißt, ich habe meine Kamera jetzt auf meine Grundplatte eingestellt, also meine Opferplatte da unten. Jetzt ist das Problem, wenn ich jetzt aber ein Honeycomb benutze, das ja wirklich richtig schön dick ist und dann noch ein höheres Material benutze, dann habe ich das Problem, dass ich einen Versatz drin habe, weil das Ganze kommt ja näher an die Kamera hin und deshalb habe ich da einfach einen Versatz. Bei anderen Herstellern, wie bei Xtool zum Beispiel, die haben ja ihre eigene Software, ist es so geregelt, dass ich dann die Stärke eingeben kann oder die Stärke dann eingeben kann vom Material oder von der Höhe. Und das heißt, die Kamera passt sich softwaretechnisch automatisch an die angepasste Höhe. Und somit habe ich wieder meine richtige meinen richtigen Fokusbereich, nicht Fokusbereich, sondern meinen richtigen Bereich, wo ich dann wirklich lasern kann. Das ist jetzt hier aktuell nicht der Fall, aber wie gesagt, es liegt an Lightburn, dass ich da nicht die Höhe eingeben kann. Das wäre softwaretechnisch eigentlich lösbar, wie bei Xtool, aber es funktioniert leider nicht. Also ihr müsst bedenken, wenn ihr eure Kamera dann justiert auf eine gewisse Höhe
und dann einen Honeycomb reinlegt und dann noch ein höheres Material reinlegt, dann stimmt das nicht, was ihr lasert. Das heißt, ihr müsst vorher entscheiden, auf welche Höhe ihr das Ganze ausrichtet. Und umso höher das Werkstück wird, umso mehr Versatz habe ich wieder. Also das heißt, jetzt bei 5 mm ist es kein Problem, dann habe ich vielleicht 1 mm Versatz, dann ist es kein Stress. Müsst ihr ein bisschen ausprobieren, aber nicht auf die Kamera schimpfen, weil die kann gar nichts dafür, sondern es liegt wirklich an Lightburn, dass die das einfach nicht kann. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine damit. Umso höher, umso mehr Versatz habe ich einfach in der, bei der Gravur dann am Schluss. Ich zeige euch jetzt, wie ihr den Laser richtig einbindet, damit er auch richtig funktioniert. So, ich habe das Ganze natürlich schon mal gemacht, aber ich zeige es euch trotzdem hier. Und zwar, wenn ihr jetzt euer Lightburn geöffnet habt, dann geht es ja hier unten auf die Geräte. Und jetzt nicht Laser suchen, sondern ihr müsst auf manuell erstellen gehen. Dort gebt ihr GRBL ein. Auf Next geht es auf Serial USB, Next gibt es dann hier euren Wunschnamen ein, also den ICAR 70 Watt, und hier gibt es dann 410 auf 410 ein, das ist unser Laserbereich, unsere Lasergröße, und geht auf Next. Und vorne links müsst ihr starten auf jeden Fall, und das schalte ich immer aus. Das könnt ihr natürlich anlassen, dass er praktisch automatisch wieder in die Grundstellung beim Starten fährt, aber ich lasse es immer aus und fahre manuell. So, jetzt geht es auf Next und könnt den Laser dann anwählen. Ich breche das Ganze jetzt mal ab, ich habe es ja schon gemacht. Dann taucht der nämlich hier auf, könnt dann anklicken und dann auch mal OK drücken und dann taucht der hier unten auf. Und dann müsst ihr einfach nur mal das Ganze mit USB anstecken und könnt dann euren gewissen COM auswählen. Also der kann da auch schon ein bisschen anders lauten. Gut, das wären jetzt die ersten Schritte, die wir machen müssten. Dann gehen wir nochmal in die Geräte-Einstellungen rein. Jetzt kommen zwei wichtige Einstellungen, die ihr definitiv machen müsst. Kontrolliert dort bitte die Baud-Rate hier. Die muss bei diesem Wert hier liegen, und vor allem der maximale S-Wert, der muss bei 1000 stehen. Das könnt ihr auch mal kontrollieren, wenn euer Laser zum Beispiel irgendwie plötzlich gar keine Leistung mehr hat oder wie auch immer. Schaut, dass da einfach eine 1000 drin steht. Dann könnt ihr noch den Laser-Auslöseknopf aktivieren. Der taucht dann hier drüben auf und ihr könnt ihn dann gleich mal hier einstellen. Laser beim Framing, also wenn ihr dann praktisch den Rahmen hier drückt, dass dann praktisch der Laser angezeigt wird. Und dann gibt es einfach einen kleinen Prozentzahl ein, wie zum Beispiel 1 oder 2% einfach, damit er einfach sichtbar ist, der Laser noch. Gleichzeitig könnt ihr dann auch oben noch die Z-Achse aktivieren. Das ist für die automatische Absinkung gedacht. Das sehen wir nachher. Wenn wir einen Versuch machen, wie weit wir schneiden können. Und deshalb könnt ihr das auch aktivieren. Müsst ihr aber nicht, wenn ihr praktisch jetzt diese automatische Absinkung nicht verwendet. Das sind jetzt mal die Grundeinstellungen. Und zwar können wir noch 2, 3 Einstellungen mehr vornehmen, aber das ist jedem das Seine natürlich. Ihr könnt zum Beispiel noch einen Mittelpunkt anlegen. Da geht es auf Verwalten, legt einen Mittelpunkt an und gebt dann eure Werte an. Also die Hälfte von 410 zweimal. Und dann habt ihr immer den Mittelpunkt vom Laser. Ihr müsst dann bloß auf Los drücken und der Laser fährt genau in die Mitte, wenn ihr zum Beispiel von dort aus anfangt zu lasern. Ich finde es einfach in der Mitte ein bisschen besser, weil da kann ich mit der Kamera besser ausrichten und das Ganze ein bisschen genauer machen, weil die Kamera genau darüber sitzt. Gut. Wenn wir jetzt mal in die Schnittebenen gehen, dann habe ich da mal ein Bild reingezogen, nur dass ihr es seht, und zwar dieser kleine Button hier. Damit könnt ihr euren Air Assist steuern, aber jetzt Achtung, habe ich noch eine Grundeinstellung vergessen zu sagen, und zwar wenn ihr jetzt nochmal auf Bearbeiten geht und auf die Grundeinstellungen geht, dann müsst ihr den Air Assist für diesen Automatik Air Assist dann schon richtig einstellen, und zwar ist es wichtig, dass der hier auf M8 steht. Das ist der Automatik Air Assist, das heißt, Lightburn sagt dem Air Assist, nicht Air Assist, ich sage immer Air Assist, den Kompressor, wann er starten soll. Und das geht über diesen Hebel. Jetzt möchte ich euch noch 2 Sachen erklären. Und zwar fangen wir mal einfach mit dem Autofokus an. Wir haben ja einen Autofokus, der sich dann automatisch, der Laserkopf sich einstellt. Jetzt müssen wir aber erstmal eine Grundeinstellung nochmal vornehmen. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber wir gehen jetzt erstmal in das Touchpad rein. Und dort ist ein Button Autofokus. Den schaltet ihr aus, solltet er an sein. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich habe herausgestellt, dass es so ist, wenn dieser Autofokus an ist, dort im Touchpad, und ich in die Home-Position fahre, dann fährt der Laser auch in die Grundposition. Das heißt, er fährt dann nach links unten, aber auch an der Höhe. Da resettet er sich praktisch nochmal. Das will ich ja nicht, wenn ich dann zum Beispiel in die Home-Position fahre und nochmal in die Mitte fahre und dann dort lasern will, dann hat sich ja der Fokus verstellt. Wenn man diesen Button jetzt ausschaltet, diesen Button im
Touchpad ausschaltet, dann passiert das Ganze nicht. Das heißt, ich kann in die Home-Position fahren, kann dann wieder in die Mitte fahren und der Fokus ist immer noch richtig eingestellt. Also das heißt nicht, wenn ihr den Button jetzt ausmacht, dass der Fokus nicht mehr funktioniert. Um den Autofokus hier reinzubekommen, steht es ganz gut in der Bedienungsanleitung. Da braucht ihr eigentlich nur euch einen Makro hier aussuchen, könnt rechte Maustaste klicken und das Ganze dann hier oben reinschreiben, Autofokus, und dann gibt es einen bestimmten Wert, ich glaube griechische Klammer auf, ich sage immer griechische Klammer und zu, aber steht in der Bedienungsanleitung und dann klickt ihr OK, dann habt ihr hier den Autofokus drin. Also das funktioniert ganz gut. Wir können das Ganze jetzt mal machen, dass ihr das einfach seht. Ich drücke entweder hier drauf oder am Gerät, diesen kleinen Taster, drücke ich dann einfach, mache ich immer am Gerät, weil ich dann dabei stehe, um das Ganze dann einzustellen. Also klickt ihr einfach drauf und dann fährt der Laser nach oben. Und schon ist der Autofokus oder der Fokus im Endeffekt richtig eingestellt. Jetzt kommen wir noch zum zweiten Punkt, was wir einstellen können, und zwar das Positionierkreuz. Und zwar ist es dann so, ihr legt dann praktisch euer Werkstück drunter an dieses Laserkreuz, drückt eine Taste und dort startet der Laser genau da, wo ihr es hingelegt habt. Dazu müsst ihr in die Konsole gehen und diesen Button hier anlegen, drückt ihr einfach eine rechte Maustaste und könnt reinschreiben, was ihr wollt hier oben, und diesen Wert muss eingetragen werden. Drückt ihr OK und schon sind wir fertig, und in Zukunft müsst ihr dann hier drauf drücken und der Laser richtet das Werkstück da am Laserkreuz aus und drückt dann da drauf und der Laser startet genau dort. Jetzt ist es aber so, dass wir das Ganze noch fein justieren müssen. Wir müssen es einfach noch einstellen, dass der Laser auch genau an der Stelle dann loslegt. Das machen wir aber ganz einfach über die Software. Also das heißt, ich habe jetzt hier mal, ihr seht es, ein Kreuz angelegt. Es ist einfach nur ein Plus reingeschrieben. Und das werde ich jetzt Ganze gravieren. Das muss nicht sehr groß sein. Ihr zeichnet jetzt auf ein Stückchen Holz ein größeres Plus und zeichnet es einfach mit dem Bleistift drauf. Und ich starte das Ganze nämlich aus der Mitte raus, weil ich da besser klarkomme als hier irgendwo in der Ecke, kann ich das richtig schön ausrichten. Das heißt, wir werden unseren Laser jetzt erstmal in die Home-Position fahren. Ist das schon? Jawohl, prima. Haben den Autofokus natürlich schon gemacht. Und jetzt werde ich den Laser mal in die Mitte fahren. Werde mein Werkstück dann nehmen, das heißt, ich werde jetzt mein gezeichnetes Plus nehmen, werde es drunter positionieren und jetzt drücken wir dann einfach mal auf der Konsole. Wenn wir das mal probieren wollen, drücke ich jetzt Laserkreuz. Dann fährt der Laser genau an der Stelle, wo er loslasern sollte normalerweise, und drücke jetzt einfach mal Start. Müsst ihr halt die Einstellungen noch machen. Drückt einfach mal Start und dann lasert der Laser jetzt praktisch an der Stelle. Solltet ihr das gemacht haben, dann seht ihr hier schon, dass der Laser höchstwahrscheinlich nicht an der richtigen Stelle losgelasert hat. Jetzt ist es so, jetzt können wir das Ganze in der Software einstellen. Das heißt, wir gehen jetzt mal in die Geräte-Einstellungen rein. Jetzt seht ihr hier oben einen Zeigerversatz. Den müsst ihr einfach aktivieren. Und jetzt müsst ihr das Ganze jetzt mal nehmen und messen, inwieweit der Laser praktisch falsch gelasert hat. Also das heißt, wenn ich jetzt zu weit rechts gelasert habe, das ist bei mir so der Fall, bei mir wurde zu weit rechts und zu weit oben gelasert. Jetzt nehme ich einen Messschieber, messe das Ganze aus und sage dann, okay, mein Laser muss ja eigentlich mehr nach links und nach unten. Das heißt, ich muss auf der auf der X-Achse, X-Achse ist Minus nach links, Plus ist nach rechts, bei der Y-Achse ist Plus nach oben und Y- ist nach unten. So, und das Ganze werden wir jetzt nochmal probieren. Ihr müsst den Zeigersatz aktiviert haben. Macht das gleiche noch einmal, legt euer Werkstück darunter. Das heißt, genau an den Kreuz anlegen, euer Bleistiftkreuz darunter und macht es dann wieder Mittelpunkt. Und dann geht es auf die Konsole, sagt Laserkreuz und drückt dann auf Start und kontrolliert dieses Ergebnis. Solltet ihr das Laserkreuz jetzt ausgerichtet haben, ist es überhaupt kein Stress, wenn ihr mit diesem Laserkreuz positionieren wollt. Funktioniert echt ganz gut. Also das heißt, jedes Mal nur das Werkstück da ausrichten, Laserkreuz drücken, also richtig ausrichten, Laserkreuz drücken und der Laser lasert da los. Aber Achtung, jetzt müsst ihr, wenn ihr das nicht benutzt, das Laserkreuz, also nicht danach ausrichtet, sondern nach der Kamera zum Beispiel ausrichtet, müsst ihr in die Geräteeinstellungen gehen und diesen Zeigerversatz einfach ausmachen, weil sonst legt jedes Mal der Laser an diesen Werten einfach los. Das heißt, wirklich jedes Mal, wenn ihr das nicht benutzt, müsst ihr das ausschalten. Also bitte denkt dran.
Ja, genug gelabert, ich weiß, alles gut. Wir fangen jetzt an zu lasern, wir werden einige Tests durchführen. Wir werden auch mal so richtig dickes Holz schneiden. Wir werden das Ganze am Schluss besprechen.
Leute, wir machen jetzt einen richtig krassen Versuch. Das interessiert mich. Ich habe hier drin eine Fichte mit 38,9 mm Stärke. Richtig krass, und wir machen da jetzt einen Versuch, und zwar will ich das hier schneiden. Ich weiß, dass ich das nicht mehr mit einem Durchgang schaffen werde, deshalb werden wir 3 mm hier, 3 Durchgänge eingeben, und ich weiß, Leute, macht es das bitte nicht nach, schont euren Laser und fahrt nicht immer diese großen Prozentzahlen. Ich fahre jetzt hier mit 95% rein, kann ich euch nur nicht empfehlen, ich mache es aber jetzt trotzdem für diesen Test. Und zwar wollen wir das aber so einstellen, dass wir dann... Er hatte eine automatische Höhenversetzung beim Schneiden. Dazu geht ihr erstmal in die Geräteeinstellungen rein und aktiviert diese Z-Achse. Diese Z-Achse muss aktiviert sein. Dann könnt ihr in die Linie reingehen und dann seht ihr hier, was sich dann hier öffnet. Und zwar haben wir jetzt hier 3 Durchgänge und er soll den zweiten und den dritten Durchgang soll er 2,5 mm der Laserkopf nach unten fahren. Das macht er dann automatisch. Das heißt, der erste Durchgang wird noch ganz normal im Fokusbereich sein und dann wird er im zweiten Durchgang 2,5 runterfahren und im dritten Durchgang nochmal 2,5 wieder runterfahren. Gut, und ich bin mal gespannt, ob er das schafft. Wir werden das Ganze jetzt mal probieren. Kamerasteuerung, ja, brauchen wir im Endeffekt jetzt nicht. Ich habe eine Kamera im Gehäuse, dass ihr das dann sehen könnt, ob wir das mit 3 Durchgängen einfach schaffen. So, Lüftung aus, Kamera weg. Aber jetzt mal ganz ehrlich, nicht euer Ernst. Habt ihr das gerade gesehen? Der wäre eigentlich nach 2 Durchgängen schon durchgegangen. Da ging nur noch an einem kleinen Mini-Fitzerle hing das Ganze. Boah, krass. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Also das ist hier auch noch sogar noch ein richtig sauberer Schnitt. Also ey, es ist absolut Wahnsinn. Ja, hier unten ein bisschen verkogelt. Also wenn ich jetzt ein bisschen schneller fahre und dafür 3 Durchgänge so wie es ist, dann ist da nichts mehr verbrannt hier unten. Also das ist nicht zum Nachahmen geeignet. Jetzt mal ganz ehrlich, Leute, sowas braucht kein Mensch. Aber ich wollte es einfach mal versuchen, was das leistet. Also das ist ja mal echt enorm. Was meint ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Also ich finde es jetzt ziemlich krank, ehrlich gesagt. Also das ist eine Waffe. Und jetzt schauen wir mal, nicht, dass ich euch jetzt Mist erzähle. Das sind 38,5 mm an Stärke. Hoppala, sorry, jetzt könnt ihr es sehen. Machen wir es nochmal scharf. Und jetzt seht ihr, wie dick das ist. Krank, oder? So, meine Lieben, es wird Zeit für die Besprechung. Wir fangen beim Wichtigsten an, beim Holzschneiden. Also da bin ich richtig begeistert. Komischerweise ist es aber so, umso dicker das Holz wird, umso besser werden die Werte. Das ist schon mal sehr, sehr komisch. Aber gut, ihr seht es jetzt hier, wir können ja noch mit 1380% können wir 4 mm schneiden. Das seht ihr. Ich habe immer im Vergleichstest mit dabei, natürlich vom 48 Watt vom IKEA K1 und da seht ihr diesen Unterschied definitiv. Auch bei 10 mm Sperrholz seht ihr diesen Unterschied auch. Und zwar hier beim 19 mm Fichte, also ich finde, so ganz dickes Holz zu schneiden ist totaler Schwachsinn im Endeffekt. Ich würde euch so nie raten, 95% zu fahren mit eurem Laser, also vergesst diese Werte. Fahrt lieber zweimal drüber, dafür noch eine bessere Geschwindigkeit oder eine niedrigere Geschwindigkeit, niedrigere Leistung, höhere Geschwindigkeit, niedrigere Leistung und fahrt zweimal drüber. Es ist fast das Gleiche im Endeffekt. Was mich jetzt richtig krass verwundert hat, deshalb meine ich ja, umso dicker das Holz wird, umso stärker kommt es wirklich raus. Leute, 38,5 mm Fichte oder Tanne, was das auch immer ist. Fichte oder Tanne, eins von beiden. Also das ist richtig krass. Schaut euch mal das an. Das ist doch, was sagt ihr dazu? Ey, ist doch Wahnsinn. Und da bin ich jetzt echt mal hier mit 2 Durchgängen eigentlich durchgekommen. Ja, wie gesagt, dieses Verkokelte da unten, das kriegt man auch noch weg, wenn man einfach diese 3 Durchgänge fährt und ein bisschen schneller fährt, dann ist das auch weg, das Verkokelte. Also ist echt krass. Was mich auch verwundert hat, ist Eiche.
Also mit dem Eiche bin ich jetzt nicht so weit gekommen mit dem 48 Watt, aber schaut euch mal das hier an. Ich bin hier mit einmal durchgekommen, ein einziges Mal mit 24 mm Eiche. Das ist doch mal Wahnsinn. Ich weiß, es ist 95%, ist totaler Schwachsinn, aber dann fahre ich halt wirklich zweimal durch. Aber Eiche, das ist doch Wahnsinn. Hier genauso, das sind, was waren das, habe ich gemessen, 16 mm Eiche. Und schaut euch mal diesen schönen Schnitt hier einfach an. Das ist doch absoluter Wahnsinn, dieser schöne Schnitt. Ja, Speed- und Power-Test ist ganz klar. Ich kann es euch nur empfehlen, auf euren verschiedenen Materialien Speed- und Power-Tests anzuwenden. Ist überhaupt kein Stress. Dann wisst ihr genau, welche Geschwindigkeiten ihr fahren könnt, mit welcher Geschwindigkeit ihr welche Werte hier hinbekommt oder welche Leistung ihr da hinbekommt. Macht es einfach. Ich biete die ja kostenlos zum Downloaden an. Ebenso Edelstahl. Nein, Edelstahl sind wir noch gar nicht. Wir sind bei Alu. Alu ist auch top. Da gibt es ein Video drüber, das werde ich euch natürlich mal hier oben nochmal verlinken, wie das mit Folienspray funktioniert, weil ein Diodenlaser kann ja keine Metalle gravieren bzw. markieren und mit diesem Folienspray funktioniert super. Schaut euch das Video an, funktioniert mit jedem Laser. Edelstahl kann ich ja direkt lasern. Das heißt wirklich, ich brauche da kein Spray, ich brauche da gar nichts und ich kann sogar farbig lasern auf Edelstahl. Das hat was mit Anlauffarben zu tun. Diesen Test könnt ihr auch kostenlos downloaden. Es funktioniert echt top. Da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht. Schaut euch dieses Video an. Ist echt cool, was ich damit machen kann. Richtig super. Und dann kommen dann solche Sachen hier raus. Jetzt ist ja, schaut ja mal richtig geil aus. Und wenn man da ein bisschen mehr rumspielt mit diesen Tests, noch mit diesen Ergebnissen, dann kann ich auch richtig andere Sachen richtig toll farbig lasern. Das ist jetzt noch vom X20 von Atomstock, aber es funktioniert ja auch mit dieser Variante. Diese kleinen Objekte hier habe ich extra gelasert und zwar um zu kontrollieren, wie gut die Kamera das Ganze jetzt hier hinbekommt. Aber ihr wisst ja, umso höher ich komme, umso ungenauer wird das mit der Kamera. Also ihr müsst schon richtig wissen, wie ihr eure Kamera, auf welche Höhe ihr das Ganze ausrichtet. Aber wenn ich jetzt das Ganze flach habe, also da kommt es richtig genau hin. Ich kann es richtig ganz toll machen. Auf diesem kleinen Edelstahl-Anhänger habe ich das Gipfelholz drauf und es hat echt super gepasst. Und umso höher ich komme, umso ein bisschen mehr Versatz habe ich, aber selbst bei diesem Kuli hat es noch super funktioniert. Ihr habt ja die Vergleichsbilder gesehen, also echt noch super. Die Wäscheklammer genauso. Es war dann schon relativ an diesem Platz, wo ich das ja, ausgerichtet habe, das ganze Schlüsselanhänger, Alu eloxiert, überhaupt kein Stress. Jetzt kommen wir mal auf die 35 und 70 Watt zu sprechen. Alles, was ich hier, ich sage jetzt mal, geschnitten habe, sind 70 Watt. Alles, was ich graviert habe, sind 35 Watt. Und ihr wisst ja warum. Umso größer der Laser, umso mehr Watt wir haben, umso größer wird der Laserpunkt. Aber ich wollte jetzt auch mal mit diesen 35 Watt probieren, wie fein ich denn überhaupt noch gravieren kann. Und da habe ich ja dieses Schieferplättchen oder Schieferuntersetzer gemacht und ihr müsst es mal selber zugeben, es ist doch echt die Top-Qualität, kann man gar nichts sagen. Also ich komme auch mit diesen 35 Watt, obwohl er jetzt einen größeren, ja ich sage jetzt mal ein bisschen größeren Laserpunkt hat wie die anderen 10 und 20 Watt. Jetzt schaut es aber trotzdem mal an, es ist doch richtig top und da kann ich noch dran arbeiten. Das heißt, es ist noch gar nicht das beste Ergebnis, da komme ich noch besser hin. Denn natürlich passieren mir auch einige Sachen und ich muss mich auch erstmal ein bisschen einarbeiten. Ich habe hier auch mal ein paar versemmelt, wo das dann nicht funktioniert hat. Also bei mir geht ganz schön Material flöten und ja, ihr seht, dass auch nicht alles bei mir richtig funktioniert. Was ich so richtig cool finde, das sind diese Multilayer-Bilder. Ihr habt es ja gesehen, verschiedene Schichten, die man dann zusammenklebt und die ganzen Schichten kann man verschiedene Farbe lackieren oder beizen oder wie auch immer. Und das ist doch richtig cool, wie dieser Hirsch hier rauskommt. Oder was sagt ihr dazu? Ja, ich weiß, er könnte ein bisschen größer sein, aber das könnt ihr ja selber wählen. Es ist viel Arbeit. Dieser Hirsch hat eigentlich 8 Layer. Ich habe jetzt nur 5 verwendet, also das heißt, es fehlen noch 3. Ich habe da auch zu dickes Holz verwendet, ich habe da 3 mm verwendet. Man sollte schon so auf die 2 mm sollte man gehen und dann kommt es auch richtig cool raus. Aber selbst der kommt cool raus. Diese Bilder werde ich euch unten mal verlinken. Da gibt es einen Etsy-Shop vom Erik, das ist ein richtig cooler Hund und der macht richtig coole Bilder. Also schaut da mal drauf, wenn euch solche Multilayer-Bilder auch interessieren. Bevor wir jetzt zum Fazit kommen, noch was in eigener Sache. Leute, lasst dem Video doch einen Daumen da, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vergesst die kleine Glocke nicht, dann verpasst ihr auch nichts mehr von Gipfelholz. Da würde ich mich echt drüber freuen. Und vor allem ballert mal alles in die Kommentare unten rein, wie ihr so über diesen Laser denkt, was ihr für Laser habt. Ihr könnt da alles unten reinballern, wie ihr möchtet. Würde mich echt drüber freuen.
Oh mein Gott, das Video wird so lang. Sorry dafür, Leute. Aber ihr wollt natürlich jetzt noch ein Fazit machen und ich versuche mich kurz zu halten. Also Fazit, echt geil. Ich bin begeistert von dem Laser, von der Schnittleistung. Wahnsinn. Diese 70 Watt, die powern durch. Hey, da kann ich 40, 50 Millimeter Holz schneiden, Fichte oder so. Wahnsinn, ob man es braucht oder nicht, ist ganz ehrlich. Aber ich kann natürlich durch die Schnittleistung natürlich auch relativ schnell fahren. Was mir natürlich aufgefallen ist, dass es im unteren Bereich so in dünneren Material nicht ganz so krasse Unterschiede gibt. Aber umso dicker das Holz wird, umso mehr Unterschiede siehst du einfach. Und ich komme, mit welchem Laser komme ich jetzt schon in so einem Hobbybereich hier durch 40 mm Fichte durch? Das ist schon krass. Aber schreibt es mal unten rein. Ich glaube, keiner von euch würde irgendwie 40 mm Fichte schneiden. Oder wie ist es bei euch? Naja, egal. Sonst positiv, also vom Gerät selber, das ist ja die K1-Serie, das ist kein Unterschied zu den anderen Geräten, da habe ich ja schon genug Videos drüber gemacht, könnt ihr auch gerne nochmal anschauen. Das passt alles. Es gibt aber auch negative Punkte, aber da kommen wir gleich nochmal zum Sprechen drauf. Positiv finde ich dieses Gehäuse, das ist ein richtig geiles Gehäuse und es passt auch an die anderen Geräte ran. Der einzige Nachteil ist natürlich jetzt mit dem Erhöhen, mit Rotari oder so, ist ein bisschen schwieriger dann. Aber allgemein, das Gehäuse saugt richtig gut ab. Es stinkt nicht wirklich was. Der Ventilator da hinten ist nicht gerade so leise, muss ich sagen. Aber ich habe den gar nicht verwendet, weil ich eine dicke Absauganlage in der Wand habe. Und das heißt, ich habe das da angestöpselt und dann hat es hier wirklich abgesaugt. Deshalb habe ich den gar nicht laufen lassen. Genau, aber er ist nicht ganz leise. Aber allgemein das Gehäuse, muss ich echt sagen, ist top. Die Kamera gefällt mir auch sehr, sehr gut. Sie funktioniert gut, wenn man sie richtig eingerichtet hat. Denn da kommen wir jetzt auch mal zum negativen Punkt, muss ich sagen. Die Kamera, wenn sie eingerichtet ist echt top. Ihr habt es gesehen, wie es passt. Wenn ein Versatz da ist, dann liegt es an der Höhe. Das wisst ihr ja, habe ich euch ja erklärt. Aber Lightburn, die Einrichtung, da ist so ein kleines Dalmatiner-Muster dabei, nenne ich also etwas so, zum Hinlegen. Da hat es bei mir nicht wirklich funktioniert. Ich habe das Ganze nochmal neu ausgedruckt und habe das dann drunter gelegt. Dann ging es ein bisschen besser. Ich habe auch relativ lang gebraucht, um die Kamera richtig einzubinden in Lightburn. Aber wenn sie eingerichtet ist, dann funktioniert alles und dann ist es echt top. Also dann kann ich mich gar nicht beschweren. Ich glaube, das liegt eher, so glaube ich, ein bisschen eher an Lightburn. Kann ich mir vorstellen. Naja gut, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Autofokus muss ich auch noch was erwähnen. Und zwar, es ist so, wir haben einen Autofokus drin mit diesem Knopf. Echt top. Mir ist aber aufgefallen, sobald das Werkstück minimal schräg ist, dann funktioniert der Autofokus nicht mehr gut. Also es muss absolut eben sein, das Werkstück. Dann kommt der Laserkopf runter, macht den Autofokus, funktioniert gut. Mir ist aber ein paar Mal aufgefallen, dass wenn ich was Schräges drin hatte, es kann ja auch mal vorkommen, macht es bitte manuell, nicht mit dem Autofokus, weil dann hat bei mir der Autofokus ein bisschen gesponnen. Also der Schalter, wie bei den anderen Geräten, ist nicht ganz so gut. Ich sage jetzt nicht, dass es nicht funktioniert. Es funktioniert, aber ich sage es euch jetzt einfach nur, wenn es schräg ist, funktioniert da nicht immer der Autofokus. Also bedenkt es bitte. Ein Thema muss ich auch noch mal ganz kurz ansprechen und zwar ist mir halt aufgefallen, wenn ich jetzt, das ist aber bei jedem Gehäuse so und bei jedem Laser, bei jedem Hersteller so. Die haben da oben in diesem Lüfter, diesen Lüfter, der im Laser drin hängt, da haben die keinen Filter drauf. Eigentlich gehört da ein Filter hin, denn in diesem Gehäuse wird schon Rauch erzeugt und dieser ganze Dreck, bis der dann teilweise abgesaugt ist. Es funktioniert, es stinkt nicht. Aber der saugt natürlich jetzt beim Lasern auch wieder diese schlechte Luft irgendwie da oben an. Und ich habe dann festgestellt, ich habe dann sehr viel gelasert und dass der Lüfter hier oben eigentlich schon relativ dreckig war. Sprich, das heißt an euch, bitte achtet darauf, wenn ihr ein Gehäuse habt, dass ihr da auch wirklich schön immer euren Laser reinigt. Das kommen wir auch noch zum nächsten. Ihr müsst den Laser natürlich immer mal wieder reinigen, je nachdem, was ihr macht. Und achtet da bitte auch drauf, dass ihr oben diesen Lüfter reinigt, mit Druckluft, mit allem drum und dran und auch ab und zu mal unten aufschraubt und die Linse reinigt. Müsst ihr auch mal drauf achten. An der Seite haben wir ja hier dieses Kabel dran. Da ist ja so ein Zwischenstecker, den man anstecken kann, damit man nicht mehrere Netzteile braucht. Das funktioniert alles mit einem. Jetzt habe ich dann an dem oben habe ich hier einen Ein- und Ausschalter und jetzt stört es mich echt komplett. Deshalb muss ich noch einen extra Schalter bauen, wenn ich diesen
Lüfter hier benutze. Schaut's mal, mit diesem Schalter schalte ich jetzt praktisch den Laser komplett an. Das heißt, Licht und Laser läuft dann komplett an, aber dann läuft der Lüfter gleich mit. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Muss doch gar nicht sein. Eigentlich gehört ich sage jetzt mal, diese Schalter in diesen Lüfter, in dieses Lüfterkabel rein und nicht allgemein. Schaut's mal, ich mache das an. Jetzt geht das Licht an, jetzt geht der Laser an und der Ventilator. Also ich werde dann da unten noch einen Schalter einbauen, aber gut, ich brauche ihn ja gar nicht. Und jetzt hört auch mal die Lautstärke von diesem Laser. So, was weiteres gibt es eigentlich nicht zu erwähnen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen jetzt einfach weiterhelfen für eine Kaufentscheidung oder dagegen vielleicht mal. Die negativen Punkte finde ich jetzt nicht wirklich krass so schlimm. Man muss es einfach wissen und dann kann man damit ganz gut fahren. Ich denke mal, ich bin jetzt echt am Ende mit dem Video und ich bin jetzt total fix und alle mit diesem Test. Es war echt lang. Leute, lasst einen Daumen da, erwähne ich noch einmal. Lasst einen Kommentar da, abonniert den Kanal, abonniert die kleine Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr von Gipfelholz. Ich bin am Ende und ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus!